Okay, ihr Detektive und Detektivinnen. Das Geheimnis der Felsenstadt Petra ist gelüftet. Du weißt sicher, wie viele Geheimnisse die antike Stadt Petra umranken. Wer hat sie gebaut? Zu welchem Zweck? Und wie kann es sein, dass eine ganze Stadt irgendwann verloren wurde? Manche Antworten bleiben auch den fleißigsten Historikern und Historikerinnen bis heute ein Rätsel. Aber glücklicherweise haben verschiedene Entdeckungen im Laufe der Jahre Licht in das Mysterium von Petra gebracht und der Welt einige überraschende Einsichten gegeben. Bleib dran, um zu erfahren, wieso die Stadt als verloren galt und um noch weitere faszinierende Fakten zu lernen. Und vergiss nicht, auf Abonnieren zu klicken und die Benachrichtigungen zu aktivieren, um mit uns auf die Sonnenseite des Lebens zu kommen. Petra ist eine antike Stadt, die vollständig in rötliche Wüstenfelsen geschlagen wurde. Du hast sie vielleicht in der Schlussszene von Indiana Jones und der letzte Kreuzzug gesehen. Petra liegt im heutigen Jordanien, etwa 241 Kilometer von dessen Hauptstadt Amman entfernt, ungefähr genauso weit weg von Jerusalem und in der Nähe des Roten und des Toten Meeres. Sie ist seit Jahrhunderten verlassen, doch vor Tausenden von Jahren pulsierte hier das Leben. Petra war ein mächtiges Handelszentrum mit einer Top-Lage für die Seiden- und Gewürzhandelswege. Es war außerdem die Hauptstadt des Nabatäischen Reiches. Was diesen Standort so strategisch wertvoll machte, war die nahe Haupthandelsstraße für Gewürze, Räucherkerzen und Textilien sowie die Nähe zu Arabien, Afrika, Ägypten und Indien. Stell dir riesige Kamelkarawanen vor, die Gewürze und andere kostbare Güter transportieren und alle in Petra zusammenkommen. Das brachte dem nabatäischen Volk enormen Wohlstand. Es ist nicht eindeutig bestimmbar, wann Petra erbaut wurde, aber es ist erwiesen, dass es im 1. Jahrhundert vor Christus bereits eine vermögende Stadt war. Die Nabatäer waren Experten für Wassertechnologie. Sie bauten Tunnel, Dämme, Zisternen und Wasserkammern, und Petra war eine Art Oase für erschöpfte Reisende auf der Suche nach Wasser. Ihre genialen Konstruktionen gestatteten es den Petranern und Petranerinnen, selbst in Dürreperioden in der Stadt zu bleiben und auch Blitzfluten zu überleben. Sie konstruierten Aquädukte, die Regenwasser in die Stadt umleiteten und so ihr Überleben ermöglichten. Schätzungen zufolge war Petra auf seinem Höhepunkt zu Hause von etwa 30.000 Menschen. Die Fassade der Gebäude wurde direkt in die Felsen geschlagen. Aus offensichtlichen Gründen werden sie bis heute bewundert. Die komplexen Schnitzarbeiten an der Fassade sind Beweis für den Reichtum dieser Zivilisation sowie ihre Machtposition im Handelsgeschäft. Die Fassade wird Al-Khazna oder Schatzkammer genannt und sie ist der offizielle Eingang zur Stadt. Sie wurde aus hübschem rosaroten Sandstein gemeißelt, weshalb Petra im Englischen auch als Rose City bekannt ist. Andere Kulturen wurden bald neidisch auf den Wohlstand Petras und die Stadt musste sich unter anderem gegen Griechenland verteidigen. Das gelang ihr zwar, doch als das Römische Reich angriff, war sie unterlegen. Lange Zeit blühte Petra unter römischer Herrschaft auf, doch im 4. Jahrhundert nach Christus zerstörte ein Erdbeben große Teile der Stadt und fügte vielen Teilbereichen irreparable Schäden zu. Nachdem ihre Stadt zerstört war, verließen die Römer sie, worauf das Byzantinische Reich übernahm und die Stadt fast 300 Jahre lang kontrollierte. Mit der Zeit verlor Petra seine strategische Handelsposition, es wurde verlassen und vor dem Großteil der Welt verborgen. So wurde Petra zu einer verlorenen Stadt. Verloren deshalb, weil es dem Westen und dem Großteil der ganzen Welt nicht bekannt war. Doch für die örtliche Bevölkerung war es niemals verloren. Sie wusste immer, dass Petra sich in der Wüste verbarg. Tatsächlich lebte eine bestimmte Gruppe von Menschen, der Beduinenstamm der Bdul, in den Höhlen der Stadt. Die Bdul wollten nicht, dass andere von Petra erfuhren, aus Angst, die Menschen würden kommen, um nach Schätzen zu jagen und die Überreste der Stadt zerstören. Daher hielten sie ihren Standort jahrelang geheim. Petra wurde am 22. August 1812 von dem 27-jährigen Schweizer Entdecker Johann Ludwig Burckhardt entdeckt. Er hatte während eines Aufenthalts in Kairo Gespräche über die Stadt mitgehört. Johann tarnte sich als Araber und überzeugte einen Führer, ihn nach Petra zu bringen. Seine Entdeckung erweckte das Interesse von Archäologen und Gelehrten und 1929 fanden offizielle Ausgrabungen statt.
Zu den beeindruckendsten Bauwerken Petras zählt ein Amphitheater, in dem ursprünglich 3000 Menschen Platz fanden und das vor allem für politische Zwecke genutzt wurde. Unter römischer Herrschaft wurde das Amphitheater ausgebaut, sodass es nun 8500 Menschen fasste. Weitere beeindruckende Bauwerke sind unter anderem die Schatzkammer, die Straße der Fassaden, die Königsgräber und das Kloster Ad Deir. 1985 wurde Petra zum UNESCO-Weltkulturerbe ernannt. Die jordanische Regierung vereinbarte mit den Bedouin, dass ihr Stamm einige Kilometer umsiedelte und sie die Exklusivrechte am Tourismus erhalten würden. Seit 2007 ist die Stadt eines der neuen 7 Weltwunder. Auch wenn die Stadt inzwischen entdeckt wurde, bleibt vieles an Petra noch immer ein Rätsel. Da gibt es zum Beispiel die gigantischen würfelförmigen Steinblöcke namens Djinns. Niemand weiß, wieso sie gebaut wurden oder was sie darstellen. Außerdem sind die Türen Petras von einer solchen massiven Größe, dass man sich fragt, wieso die Bevölkerung der Stadt solche Tore brauchte. Die Mysterien sind zahlreich. Archäologen und Archäologinnen rätseln noch immer daran, welchen Zweck die Schatzkammer hatte. Manche glauben, es war ein Grab für den nabatäischen König. Andere sind überzeugt, sie diente der Verwahrung von Dokumenten oder war sogar eine Art Tempel. Fakt ist, dass die Schatzkammer eine der letzten Konstruktionen war, da sie mit einer Rohbaumethode entstanden ist, die das Römische Reich eingeführt hatte. Es ist ungeklärt, ob die Stadt selbst eher ein Markt, eine religiöse Stätte oder ein Wohngebäude war. Doch die Mehrheit der Bauwerke scheint eine Begräbnisfunktion gehabt zu haben. Es gibt über 1000 Gräber in Petra. Viele davon waren für Familien und Stammesgruppen ausgelegt, also liegen hier möglicherweise zahllose Menschen begraben. Die Nabatäer waren bekanntlich Nomaden, die in Zelten lebten. Die Archäologie ist sich daher auch nicht sicher, ob sie in der Stadt wohnten oder in Zelten davor. Wenn sie im Inneren gelebt hätten, wären sie von Gräbern umgeben gewesen. Es ist schwer, eine Vorstellung von ihren Lebensumständen zu bekommen, da sie keinerlei Aufzeichnungen zurückgelassen haben und auch keine Bibliotheken besaßen. Noch immer gibt es um Petra herum Neuentdeckungen. 2016 offenbarten Satellitenaufnahmen eine Zeremonialstätte von der Länge eines olympischen Schwimmbeckens und doppelt so breit. Auch einige Schriftrollen, die aus dem byzantinischen Zeitalter stammen, wurden in den letzten Jahren gefunden, doch Forscher und Forscherinnen arbeiten noch immer an ihrer Entschlüsselung. Zeidun al-Muhaisin, ein Archäologe von der jordanischen Yarmouk-Universität, führt seit 1979 Ausgrabungen in Petra durch und er sagt, dass nur 15% der Stadt entdeckt wurden. Die restlichen 85% liegen unter der Erde und sind noch unberührt. Es gibt also noch vieles zu entdecken an dieser großartigen Stadt. Zurzeit ist Petra den Elementen ausgeliefert. Entsprechend ist sie anfällig für Erosion durch Wind und Regen. Das Gebiet ist auch bekannt für flutartige Überschwemmungen, die der Fassade weiteren Schaden zufügen. Das politische Klima des Nahen Ostens beeinträchtigt auch die Tourismuszahlen, doch selbst unter den aktuellen Komplikationen kamen 2016 über 450.000 Touristen und Touristinnen nach Petra. Es ist eine der meistbesuchten archäologischen Grabungsstätten der Welt. Ziemlich cool, oder? Also lasst mal hören, Sonnenseite-Fans. Setzt ihr Petra auch auf eure Löffelliste? Verratet es uns in den Kommentaren. Vergesst nicht, diesem Video einen Daumen hoch zu geben, es mit euren Freunden und Freundinnen zu teilen und unseren Kanal zu abonnieren, um auf der Sonnenseite des Lebens zu bleiben. Bye bye!